Wie habe ich es geschafft, der YouTube-Titel von einem Video mit fast 10 Millionen Aufrufen zu werden? Darum geht's in diesem Video. Los geht's! Erstmal müsst ihr wissen, dass ich ja gelernter technischer Tonmeister bin und nicht nur Podcasts produziere und aufnehme, sondern eigentlich aus dem Filmtonbereich komme. You don't do that. 30 seconds on the clock. Wait, Tell me what's what the you're game? thinking. What's the game? Somebody's gotta go. Verrückte Geschichte. Sachschaden rund 125 Millionen Euro. Und jetzt kommen wir von den Naturkatastrophen. Zoe. Ja, das ist eine weibliche Leiche, circa 25. Maybe you could tell us how it is that the dead can walk around. Okay. Wie heißt du ganz? Das heißt, ich habe an Set schon Aufnahmen gemacht, aber zu 99% habe ich im Studio mich um die Nachbearbeitung von Filmton gekümmert. Denn die meisten Sounds in einem Film sind fake und wurden im Nachhinein hinzugefügt oder bearbeitet. Da gibt es also verschiedene Abteile wie Dialogschnitt, Foley, Sounddesign oder Mischung. Und heute soll es um Foley gehen. Foley ist die Kunst, so realistisch wie möglich Soundeffekte aufzuzeichnen, die dann im Film im Nachhinein hinzugefügt wird. Das heißt Schritte, Atmer, das Rascheln von deinen Klamotten oder eine knarzende Tür. Das wird alles im Nachhinein eingebaut, weil am Set meistens gar nicht die Gegebenheiten sind, sowas clean aufzunehmen. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Projekt. Viele Freelancer bieten ja ihre Dienstleistungen auf unterschiedlichen Plattformen an. Da gibt es ja zum Beispiel Fiverr, Upwork oder Soundbetter. Da kann man also Designer oder Tonleute oder visuelle Leute, Medienleute generell, also irgendwas, was mit auch Skripten zu tun hat oder Filmen, kann man ja da buchen, um so sein Projekt umsetzen zu können. Ich persönlich war auf den genannten Plattformen auch recht lang aktiv und mittlerweile bin ich nur noch auf Fiverr aktiv. Und genau um diese Plattform soll es jetzt auch gehen, denn darüber habe ich diesen Auftrag bekommen. Denn am 9. November 2020 habe ich eine Anfrage über Fiverr bekommen, wo mir relativ schnell klar wurde, dass das keine normale Anfrage ist, sondern diese Anfrage von Fiverr selbst kommt, beziehungsweise vom Marketing-Team von Fiverr. Dabei haben sie klargestellt, dass es eine Zusammenarbeit ist mit einem Creator auf YouTube, der ein Video zum Thema Foley machen möchte. Und dann haben sie mir noch ein paar Rahmenbedingungen mitgegeben. Das heißt, wie gesagt, das ist ein Video für einen Creator oder mit einem Creator. Du musst dich dabei filmen, damit wir das Ganze auch im Video zeigen können, wie man an Foley arbeitet. Und generell der ganze Prozess muss aufgezeichnet werden. Das ist eben nicht so typisch, denn normalerweise arbeitet man einfach die Projekte ab und es zählt eigentlich nur das Ergebnis und nicht der Weg, wie man zum Ergebnis hingekommen ist. Allerdings wusste ich ja auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob das Ganze mit Voice-Over versehen wird oder ambiente Sounds drunter gelegt werden oder eben Musik drunter gespielt werden. Das heißt, ich habe mich dann wirklich strikt an Foley gehalten. Man hätte also noch ein paar mehr Effekte unterlegen können oder wie gesagt ambiente Sounds. Aber ich dachte mir, das ist ja an sich nicht das, was sie wollen und eventuell wird das ja noch extern übernommen. Jetzt habe ich aber genug geplappert. Lass uns doch einfach mal den Clip anschauen. Und wie findet ihr es? Schreibt mir doch mal eure Meinung gern in die Kommentare zu dem Clip. Nachdem ich also den Auftrag erhalten habe, habe ich mich sofort an die Arbeit gemacht. Ich habe den Clip bestimmt 7, 8, 9 Mal mir angeschaut. Natürlich ohne Ton, weil zu dem Zeitpunkt war der ja komplett blank. Es gab also nicht mal eine Rohaufnahme von den echten Sounds vom Video. Und ich habe mir dazu Notizen gemacht. Ganz klassisch, einfach immer wieder durchgegangen und geschaut, was sind so die Keypoints, welche Sachen sind extrem wichtig, welche Sachen sind für Storytelling wichtig, aber wo sind auch Herausforderungen von den Sounds, also welche Props brauche ich, also welche Gegenstände brauche ich, um diese Sounds nachzubauen. Habe ich gewisse Sachen schon zu Hause oder im Studio? Muss ich noch irgendwas einkaufen für einen Clip? Also brauche ich zum Beispiel
eine Tüte mit Wassermelonen, die wird da beispielsweise geöffnet. Um die realistisch aufzureißen, muss ich mir die kaufen oder gibt es vielleicht irgendwas Ähnliches, was ich auch verwenden kann, um diesen Sound nachzubilden? Das war übrigens in dem Beispiel auch tatsächlich der Fall, denn ich habe statt Wassermelonen einfach eine Tüte mit Eiswürfeln genommen. Das bedeutet, man muss nicht immer das nehmen, was im Video gezeigt wird, sondern man kann auch gegebenenfalls andere Effekte nehmen. Das heißt, ein Pistolenschuss zum Beispiel im Film oder Explosion sind nie genauso laut und so voluminös wie in diesen Videos oder in diesen Filmen. Also habe ich logischerweise bei manchen Sachen auch was anderes genommen, um entweder der Story etwas nachzuhelfen mit überdramatischen Sounds oder einfach Alternativsounds, die aber dasselbe Resultat mit sich bringen. Also bin ich so vorgegangen, dass ich mir diese ganzen Props, diese ganzen Gegenstände besorgt habe, alles zusammengesucht habe und dann von jedem einzelnen Sound mehrere Takes aufgenommen habe. Denn das Problem ist, wenn du das Ganze einmal abmischen möchtest und merkst, Mensch, da passt der Sound jetzt doch nicht so gut, müsste ich es nochmal neu aufnehmen, dann musst du das komplette Setup nochmal aufbauen, so wie es war, oder zumindest die ganzen Props nochmal ranschaffen, also die ganzen Gegenstände nochmal ranschaffen und gucken, dass du das nochmal neu aufnimmst. Das ist ja super umständlich, deswegen nehmen die meisten halt gleich mehrere Takes auf, um in der Nachbearbeitung die Möglichkeit zu haben, diese auszutauschen bzw. den besten Take zu wählen. Das heißt, sobald ich alle Aufnahmen hatte, habe ich mich an den Computer gesetzt, die besten Takes rausgesucht, das Ganze zusammengebaut und noch ein paar Effekte dazu gemischt. Denn das ist natürlich legitim. Es heißt ja nicht, dass die Aufnahmen roh sein müssen, sondern die sollen Foley beinhalten. Aber Foley kann auch eben Übergänge sein, die man mit zum Beispiel Reverb oder anderen Effekten, also Hall, einfach besser ausklingen lassen können, als sie in echt aufgenommen wurden. Also wartete ich sehnsüchtig auf ein neues Fiverr-Video auf YouTube und irgendwann habe ich gesehen, Foley Fiverr Daniel Schiffer. Ein neues Video von einem Content Creator, der wohl im Bereich Video Production zu den größten überhaupt zählt. Das Video habe ich also sofort geöffnet und mir wurde relativ schnell klar, es ist eben kein komplettes Werbevideo, was da zusammengebaut wurde, sondern es ist eine Competition. Das heißt, ich wurde mit anderen Sounddesignern und Foley Artists verglichen. Das Ganze war ein Blindtest, das heißt, man musste schauen, welches Video passt zu welchem Sounddesigner. Die Namen sind ja relativ egal dabei, weil niemand kannte uns, sondern es wurde mit den Preisen verglichen. Ich war in diesem Fall der teuerste und musste gegen günstigere Sounddesigner in einem Blindtest bestehen. Neben der Aufregung, wie ich denn in diesem Video abgeschnitten habe, war ich aber auch super happy, dass das jetzt so ein Video geworden ist. Viele könnten ja sagen, Mensch, und dann wird man da so verglichen und man kriegt so ein Preisschild an die Stirn gesetzt. Aber ich war einfach happy, dass dieses kleine Thema, also Foley bzw. Sounddesign, so einem großen Publikum vorgestellt wurde. Und ich muss auch sagen, als ich das Video mir dann angeguckt habe, fand ich da keinen der Kollegen irgendwie extrem schlecht. Denn natürlich haben die ein bisschen was anderes gemacht und auch Sachen gemacht, wo ich sagen würde, nee, das würde ich nicht so machen. Aber alles waren ernsthafte Einsendungen und keiner hat da irgendwie Quatsch gemacht oder gar nicht abgeliefert. Es gab aber eine Bonuseinsendung von einem Beatboxer, das das Video auch so ein bisschen aufgelockert hat. Allerdings kamen dann die YouTube-Kommentare. Das war schon etwas, womit ich erstmal klarkommen musste, denn ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht aktiv auf Social Media, sondern habe einfach nur meine Arbeit gemacht, wollte Filme vertonen, wollte Podcasts bearbeiten und war gar nicht bereit dafür, so viel Kritik zu erhalten. Denn man muss schon sagen, überwiegend waren das positive Kommentare, aber auf jeden 10. Kommentar waren 1, 2 schlechte Kommentare, die ich mir viel mehr zu Herzen genommen habe, als die restlichen 8 neutralen bzw. positiven Kommentare. Und bei 6000 Kommentaren könnt ihr euch vorstellen, dass da jetzt nicht nur freundliche bzw. konstruktive Kritik dabei ist, sondern auch eben beleidigende und sehr verstörende, muss ich auch sagen. Aber nach der Veröffentlichung habe ich für die nächsten Wochen auch alle 2, 3 Stunden immer die Kommentare gecheckt, weil ich das natürlich super interessant fand. Also ich konnte davon gar nicht ablassen und habe das sozusagen mit mir aufgesogen, habe damals aber zum Glück
nicht wirklich auf die Kommentare geantwortet, egal ob ich sauer war oder dankbar, sondern habe das einfach laufen lassen und hatte damals aber auch ein gutes Umfeld, die mir da ein bisschen beiseite stehen konnten, wenn, wie gesagt, 6000 Kommentare zu deiner Arbeit, das ist nicht so einfach, wenn du noch nicht ganz so sicher in deinem Job bist und relativ am Anfang stehst. Und das war eigentlich das größte Learning bei diesem Projekt. Die Verarbeitung von der Kritik und von den Kommentaren. Das hat mir im Nachhinein jetzt super viel gebracht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu diesem Projekt habt oder euch solche Geschichten hinter den Kulissen von echten Projekten interessiert, lasst gerne ein Abo da, lasst auch gerne eine Bewertung da und schreibt einen Kommentar, ob ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.